you're watching German Gyan. My name is Nidhi Jain and guys, today I want to wish you from all my team Happy Gandhi Jayanti. Yes. Guys, today is Gandhi Jayanti and on this occasion German Gyan has come up with a great soul documentary video about Gandhiji in German language. I hope you're gonna love it. You're gonna shower lots of love because this video will be ultimate. You're gonna love it. I hope you will be sharing it to your fellow friends because by this video you're gonna learn a lot of new words, new sentence structures, a lot of knowledge about Gandhiji and yes, what he has done for our nation, why he is important and why we do celebrate this as national holiday. So lots of questions in one video, that too in German language. Make sure to subscribe German Gyan if you are watching me for the very first time. Then my name is Nidhi Jain. I'm a CEO and the founder of German Gyan. German Gyan provides you online offline classes. We do provide teacher training program, exam preparation, brush up classes and whatnot. So why to waste time? Let's get into this video. Let's go. The Great Soul, a documentary on Mahatma Gandhi. Introduction. The Challenge of a Legacy. A Dandi in London. Am 2. Oktober 1869 in der Küstenstadt Porbandar geboren, war Gandhis frühes Leben das eines vielversprechenden jungen Mannes aus einer angesehenen Familie. Er war schüchtern, sogar zurückhaltend. In seinen frühen 20ern reiste er nach London, um Jura zu studieren, wo er den Lebensstil eines kultivierten englischen Gentlemans annahm. Doch das Fundament seiner Größe wurde nicht im Gerichtssaal gelegt, sondern auf einem Bahnsteig weit entfernt von seiner Heimat. Im Jahr 1893 führte ihn ein juristischer Vertrag nach Südafrika, ein Land, das tief in der Rassendiskriminierung verwurzelt war. Der Moment, der sein Leben für immer veränderte, ereignete sich in einem Zug von Durban nach Pretoria. Obwohl er ein erstklassiges Ticket hatte, protestierte ein weißer Passagier gegen seine Anwesenheit und Gandhi wurde unsanft bei eisiger Kälte aus dem Zug geworfen. Dieser Akt der Entmännlichung war ein brutales Erwachen. The Return and the Awakening of a Nation. Er übernahm die Führung des Indischen Nationalkongresses und verwandelte ihn in eine mächtige Basisbewegung für Selbstverwaltung. Er startete landesweite Kampagnen des gewaltlosen Widerstands gegen die britische Herrschaft. Vom Boykott britischer Waren und Institutionen bis hin zur Verweigerung der Steuerzahlung forderte er Millionen dazu auf, sich dem britischen Empire zu widersetzen, jedoch ohne Gewalt anzuwenden. Sein Ziel war es, das britische System nicht durch Zerstörung, sondern durch friedlichen, moralischen Widerstand funktionsunfähig zu machen. Als Gandhi 1915 nach Indien zurückkehrte, war er nicht mehr der junge, schüchterne Anwalt. Er war ein erfahrener Aktivist, ein spiritueller Suchender und eine wahre Naturgewalt. Er reiste durch Land nicht mit einem Auto, sondern mit dem Drittklasswagen, um die Kämpfe seines Volkes wirklich zu verstehen. Er legte seine feine Kleidung ab und trug stattdessen nur ein einfaches Lendentuch, ein symbolischer Verzicht auf britischen Luxus und ein tiefgreifender Akt der Solidarität mit den armen Indiens. The Salt March, the symbol of defiance. Gandhis bekanntester Akt des gewaltlosen Widerstands fand 1930 mit dem Salzmarsch statt. Die Briten hatten ein
vollständiges Monopol auf Salz und es war für Indien verboten, Salz zu sammeln oder zu verkaufen. Gandhi betrachtete diese als Symbol der Ungerechtigkeit der britischen Herrschaft. In einem mutigen Schritt, der sowohl die Briten als auch seine eigenen Anhänger verblüffte, begann er einen 240 Meilen langen Marsch zum Arabischen Meer, um eigenes Salz herzustellen. Er begann mit nur einer Handvoll Anhänger, doch je weiter er ging, desto mehr Menschen schlossen sich ihm an. Die internationale Presse beobachtete erstaunt, wie ein gewaltiger Strom von Menschen einem Mann auf einer Mission des friedlichen Widerstands folgte. Als er das Ufer erreichte und einfach ein Stück schlammiges Salz aufhob, brach er das Gesetz und leitete damit das Ende eines Imperiums ein. Der Marsch inspirierte Millionen dazu, sich den Briten zu widersetzen, was zu weiterreichenden Verhaftungen führte, aber zugleich beweist, dass die Kraft des Volkes weit größer war als jede koloniale Macht. The Philosophy of Satyagraha. Gandhis gesamter Kampf war in seinen grundlegenden Überzeugungen verankert. Ahimsa, das alte Prinzip der Gewaltlosigkeit, bedeutet nicht nur Gewalt zu vermeiden, sondern war die aktive Praxis von Liebe und Mitgefühl. Er glaubte daran, dass die Kraft der Wahrheit und der Liebe letztendlich selbst die hartnäckigsten Herzen gewinnen könne. Sein einfacher Spinnrad, der Charkha, war ein Symbol für Swaraj, also Selbstverwaltung. Er war ein Aufruf zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit und eine Ablehnung der industriellen kolonialen Wirtschaft, die Indien verarmt hatte. Er glaubte, dass eine Nation nicht wirklich frei sein könne, solange ihre Menschen nicht selbstständig und moralisch stark seien. The Agony of Partition and a Tragic End. 1947 erlangte Indien endlich seine hart erkämpfte Unabhängigkeit, doch die Freude wurde von einer ungeheuren Tragödie überschattet. Das Land wurde entlang religiöser Grenzen geteilt, wodurch die neuen Staaten Indien und Pakistan entstanden. Dieses Ereignis, bekannt als Teilung, führte zu beispielloser gemeinschaftlicher Gewalt, die Millionen Menschen vertrieb und Hunderttausende das Leben kostete. Der Mann, der für ein vereintes Indien gekämpft hatte, war am Boden zerstört. Er ging durch die Straßen von Kalkutta, fastete und betete und setzte sein Leben aufs Spiel, um den Ausreichtungen ein Ende zu setzen. Doch seine Mission für den Frieden sollte schließlich sein Leben kosten. Am 30. Januar 1948, als er zu seinem Gebetstreffen in Delhi ging, wurde er von einem hinduistischen Extremisten ermordet, der glaubte, Gandhi sei zu nachgiebig gegenüber Muslimen. Die Welt trauerte um den Verlust des Mannes, der gezeigt hatte, dass eine moralische Kraft mächtiger sein kann als rohe Gewalt. The Timeless Legacy. Gandhis Leben war nicht ohne Komplexität oder Kontroversen, doch seine zentrale Botschaft bleibt ein universelles Leuchtfeuer. Seine Prinzipien der Gewaltlosigkeit und des gewaltfreien Widerstands inspirierten Befreiungsbewegungen auf der ganzen Welt. Er beweist, dass ein einzelner Mensch, bewaffnet nur mit
moralischer Überzeugung, die Grundfesten der Macht erschüttern kann. Sein Vermächtnis fordert uns auf, in uns selbst zu schauen, die Wahrheit zu suchen und die Veränderung zu werden, die wir in der Welt sehen möchten. Seine Geschichte ist eine kraftvolle Erinnerung daran, dass der Kampf für Gerechtigkeit zwar lang sein mag, der Weg des Friedens jedoch der einzige ist, der zu wahrer, dauerhafter Freiheit führt. So guys, how was this video? I hope you enjoyed. Thank you so much for showering lots of love. We'll catch you in the next one. Till then, keep learning German with German Gyan. Take care.